Namaste, heute geht's mal los mit Wasser auffüllen. Wir warten immer noch hier in den Bergen, dass die Straße nach Ladakh aufmacht. Wir werden heute mal in die Stadt fahren und nachfragen, dabei einige Erledigungen machen. Und wir fangen an mit Wasser auffüllen. Hier füllen wir jetzt an so einer Pumpe auf, wo auch so die Locals immer ihr Wasser holen. Allgemein in Indien kann man meistens an Tankstellen immer das Wasser auffüllen. Dann ist es manchmal auch gefiltert, aber oft, also die haben so eine Filteranlage verbaut, aber oft geht der Schlauch dann auch so an der Filteranlage vorbei. Also bringt es meist nichts. Aber hier haben wir jetzt hier so eine Pumpe gefunden. Füllen wir jetzt unser Wasser auf. Das ist hier auch ganz gut. Frisches Bergwasser. Und dann geht es weiter. Zuletzt waren wir ja noch so völlig eingeschneit und es war ziemlich kalt. Und deshalb sind wir jetzt erstmal hier so ein bisschen runtergefahren. Hier war es sehr viel wärmer, aber wir hatten auch dann wieder sehr viel besseres Wetter. Hier ist eins der wenigen größeren Geschäfte, wo es ein bisschen mehr als Obst und Gemüse und Snacks gibt. Und hier brauchen wir erstmal ganz viele Nudeln. Die Nudeln sind auch recht lecker, weil in Indien sind so einige Nudeln ziemlich eklig. Wir können diesen Ort natürlich nicht verlassen, ohne in unserem Stammlokal nochmal Momos zu essen. Ja, Momos sind jetzt unser Stammgericht hier im Norden von Indien. Es gibt halt auch immer Veg-Momos, das heißt, man weiß, es ist vegetarisch, vegan. Was da ist drin? Auf jeden Fall wieder cool. Und dann, das ist einfach gut gewürzt. Manchmal eben war da noch was Grünes, also vielleicht irgendwie Kräuter oder Spinat. Sehr lecker. Das letzte Mal, als wir euch gezeigt haben, wie wir Momos essen, waren wir noch voll dick angezogen mit fetten Jacken und dicken Mützen. Und jetzt sitzen wir im T-Shirt. Also Frühling kommt. Jetzt muss der Frühling nur noch auf 4000 Metern Höhe kommen, so dass auch wir Touris da durchfahren dürfen und nach Leh kommen können. Also das hier war sehr lecker. Das ist auch wieder so ein eher tibetischer Imbiss. Also die Menschen kommen ursprünglich aus Tibet. Ja. Eben war noch hier so ein Polizist, der erstmal hat er gefragt, ob wir eine Special Permission haben, um hier mit unserem Auto lang zu fahren. In Indien braucht man für alles immer eine Permission, also eine Genehmigung. Glaubt Mariano, ich glaube, die tun aber so, als würde man die brauchen und wollen nur Geld. Und dann muss man dem aber irgendwas zeigen. Wir haben jetzt das KD gezeigt und dann weiß er gar nicht so richtig, was das ist und denkt sich, oh, ist das ein offizielles Dokument? Ja, okay, dann kann ich jetzt auch nicht was verlangen wahrscheinlich. Ja. Wir haben auch gefragt, ob die Straße nach Leh jetzt bald aufmacht. Erst meinte er so 10, 15 Tage oder so. Jetzt hat er nochmal wohl nachgefragt bei jemandem und er meinte so morgen oder übermorgen. Aber kann auch sein, dass das nicht für Touris gilt, wir wissen es nicht. Wir würden uns aber freuen. Einheimische können wohl schon, wenn sie ein Allradfahrzeug haben, zum Teil langfahren, tagsüber, nachts nicht. Aber halt Touris noch nicht. Ja, bei uns machen die bestimmt wieder so eine Extra-Regelung. Naja, wir fahren jetzt nach Keelong weiter und fragen da nochmal. Genau. Es ist immer wichtig, möglichst viele Menschen zu fragen und dann hat man so ein Gefühl, was ungefähr stimmen kann. Aber notfalls rufen wir einfach beim Katastrophenschutz an. Oh ja, Disaster Management. Genau, da haben wir nämlich die Nummer, die wissen das auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier schon eine ganze Weile und sind oft hin und her gefahren. Gefühlt ist hier schon sehr viel weniger Schnee, also es schmilzt so langsam und die Schneegrenze geht immer höher. Next Stop, tanken, weil ohne Diesel im Tank kommt man hohe Berge auf gar keinen Fall hoch und wir wollen da lieber auf Nummer sicher gehen und wissen, dass hier jetzt noch eine ist. Deswegen wird jetzt noch mal voll getankt. Und wir sind uns jetzt unsicher, wann die nächste Tankstelle kommt, also bis nach Leh sind es ja knapp über 300 Kilometer. Dazwischen ist vielleicht was, aber vielleicht gibt es da auch gerade nichts, weil ich meine, die Tank-LKW müssen ja auch irgendwie darüber fahren. Deshalb wollen wir möglichst viel erstmal mitnehmen. Jetzt laufen wir runter nach Keelong. Müssen auch nochmal zur Bank, um Geld abzuheben, weil manchmal funktioniert das nicht und wir sind uns unsicher, ob das in Ladakh geht, ob da internationale Karten akzeptiert sind. Deswegen wollen wir genug Bargeld mitnehmen, weil an der Tankstelle funktioniert das mit unserer Karte auch immer nicht.
Und inzwischen sind wir schon fast einen ganzen Monat wieder in Indien. Und wir haben nur eine SIM-Karte für einen Monat gekauft, weil wir dachten, wir fahren dann nach Ladakh und da braucht man eh eine andere, weil da die aus dem Rest von Indien nicht funktioniert. Aber jetzt für die nächsten paar Tage und unser Datenvolumen ist mehr oder weniger alle, wollen wir noch mal ein bisschen Datenvolumen kaufen, nochmal Sachen hochladen, Sachen runterladen, vor allem falls wir dann einen Monat in Ladakh abhängen und kein Internet haben, dann wollen wir jetzt noch mal so ein paar Filme oder irgendwas runterladen, dass wir manchmal dann was zum Gucken haben. Also Airtel, der indische Mobilfunkanbieter, macht es einem echt nicht so leicht, wenn man jetzt so Pakete kaufen muss, die für einen Monat gelten und an diese Pakete geknüpft ist dann immer die Anzahl des Datenvolumens, was man hat. Also wenn wir das heute kaufen, sagen wir 20 Gigabyte, dann laufen die aber morgen aus, weil dann unser Paket endet. Das heißt, wir müssen jetzt ein neues Paket für nächsten Monat kaufen oder die nächsten 4 Wochen und können aber auch erst neues Datenvolumen dazu kaufen in ein paar Tagen, weil sonst läuft es halt aus. Das ist richtig dämlich. Nächster Stopp beim Obst- und Gemüsegeschäft. Und der Mann im Telefongeschäft meinte, dass mit dem Wetter es noch nie so schlimm gewesen wie jetzt. Deswegen dauert es so lange, bis die Straße aufmacht. Und er meinte auch, dass die Einheimischen halt schon da langfahren können an manchen Tagen, aber wir als Touris jetzt halt noch nicht. Ja, die Jutebeutel. Und schon 2 Kilo Erbsen. Also so kleine Gemüsegeschäfte gibt es eigentlich immer überall, auch immer am Straßenrand. Und das ist das, wo wir eigentlich am meisten immer einkaufen. Also in den Supermarkt gehen wir eigentlich immer nur so einmal im Monat vielleicht, wenn wir einen finden. Und das Lustige ist, wenn man etwas kauft und zum Beispiel 5 Tomaten möchte, dann geht das nicht. Es muss dann immer, die tun dann immer noch mehr rein oder weniger, weil es soll immer so 1 Kilo sein oder ein halbes Kilo, also immer so gerade Zahlen, damit die das dann irgendwie dann ausrechnen können. Weil die rechnen das auch meistens alles immer nur im Kopf aus oder auf dem Taschenrechner. Das ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Okay, der erste Automat ging nicht, müssen wir nochmal weiter gucken. Ja, so Sachen dauern halt auch auf Reisen immer länger, ne? Also mal eben zur Bank deines Vertrauens gehen und so ist halt nicht, sondern man muss immer so Sachen erst herausfinden und dann hoffen, dass sie klappen oder nicht und dann einen anderen Weg finden. Das nimmt schon immer ganz schön viel Zeit in Anspruch. Mhm. Out of order. Funktioniert nicht. Nee, Tja. das ist jetzt schlecht. Ja, wir haben uns daran erinnert, wir waren letztes Mal bei dem ATM, aber der funktioniert gerade nicht und da sind so Handwerker, die da dran rumschrauben. Tja, nicht so gut. Ohne Moos nichts los. Aber ich meine, wir haben ja jetzt erstmal, Wir haben erst mal was zu essen. ja, noch sonst haben wir noch ein bisschen Geld, aber nicht so viel. Ah, na gut, dann zurück zum Auto. Ja. Nee. Okay, wir sind wieder zurück da, wo wir heute Morgen losgefahren sind, weil die Straße ist ja noch nicht auf nach Leh. Und dann warten wir jetzt lieber hier noch mal ein paar Tage, weil hier ist halt richtig ruhig. Hier kommt niemand vorbei, zeigen wir euch auch noch mal den Ort. Wir haben guten Internetempfang und können einfach hier jetzt noch ein bisschen warten, ein bisschen chillen. Und jetzt erstmal Lagerfeuer machen und das frische Gemüse grillen. Dann schmeckt es nämlich immer richtig gut. War ganz lustig, als wir diese Fahrradreisenden getroffen haben und wir denen so erzählt haben, dass wir auch mal länger an einem Ort bleiben und überlegen, hier zu warten, weil die jetzt so waren, hä, was macht ihr denn dann hier, weil die echt ein krasses Tempo hatten und immer schnell woanders waren, zwischendurch mal Pausentage hatten, aber halt nie voll lange an einem Ort waren. Und für uns ist diese Art des Reisens von einfach mal die Geschwindigkeit rausnehmen und es ist ja auch irgendwie unser Leben total perfekt, dass wir halt viel lesen, spazieren gehen, so das, was man zu Hause im Urlaub vielleicht auch macht, so alles voll entschleunigt und abends halt ein Lagerfeuer macht und so. Das ist irgendwie am schönsten und finden wir gerade wieder richtig gut, dass wir das jetzt hier mal so ungestört in Ruhe machen können. Das Feuer brennt gut, wir warten aber erstmal, bis wir so ganz viel gute Glut haben, um dann halt hier unser Grillrost drüber zu machen. Wir können es jetzt schon mal eigentlich langsam bestücken. Ne? Ja. So, wir haben hier ganz tolles Gemüse, was wir heute alles gekauft haben. Und ich habe einfach Paprika, Zucchini, Aubergine und Zwiebeln geschnitten und mit ein bisschen Öl und so einer geilen Gewürzmischung, die wir noch aus Pakistan haben, bestreut und das dann so ein bisschen einweichen lassen. Und jetzt schmeckt das bestimmt dann gleich richtig gut. Ich mache das Feuer so ein bisschen auseinander.
Oh. Da hinten. Also tun wir es hier auf den Teller. Ja. Oh Gott. Knusprig. Ja, sehr knusprig. Oh Gott. Geil, so ein richtiger Grillabend hier. Ja. Scharf. Ist diese Gewürzmischung auch schon scharf? Ein bisschen. Oh je. Und jetzt für die zweite Runde. Wir haben hier diese Soja-Bubbles. Die weicht man vorher in Wasser ein. Und dann kann man, oh Mist, und dann kann man die braten oder über dem Feuer machen, dann werden die richtig knusprig. Und Pfeffer hast du auch noch drauf gemacht. Scharfes Gewürz und Pfeffer und jetzt scharfe Soße. Uiuiui. Wir sind in Indien. Wir müssen uns daran gewöhnen und besser werden. Hallo von unserem Campingplatz hier, es ist richtig gutes Wetter und das Krasse ist, dass als wir das erste Mal hier waren, da war noch so voll der Winter, die Bäume hatten noch keine Blätter und jetzt kommt so voll der Frühling, wir bekommen das so richtig mit, wie jetzt so die Knospen und die ganzen Blätter aus den Bäumen rausgekommen sind. Das Wetter ist richtig gut, man kann auch so ein bisschen mitverfolgen, wie der Schnee so langsam schmilzt. Also von einem Berg habe ich so 2 verschiedene Bilder gemacht und da sieht man so, dass der Schnee weniger geworden ist. Ja, wir haben also unter den Bäumen da geparkt. Da oben, wenn man hier den Hügel hochgeht, da ist noch so ein kleines Dorf, da sind wir auch mal durchspaziert. Und auf der anderen Seite ist hier der Fluss und da hinten die kleine Stadt, wo wir Momos essen waren. Also ein ziemlich entspannter Ort hier. Man hört zwischendurch auch immer Kuckucks und die sehen wir hier auch immer so rumfliegen. Die sitzen hier immer auf den Bäumen. Wir haben den Ort auch auf iOverland eingetragen, falls ihr es nicht kennt. Das ist so eine App. In Europa gibt es so Park4Night. Und außerhalb von Europa ist iOverlander ein bisschen mehr genutzt. Da können halt alle Leute, die irgendwie so einen coolen Campingspot gefunden haben oder irgendwie einen Ort, der wichtig ist, irgendwie das Telefongeschäft, einen Ort zum Wasser auffüllen, dann kann man das eintragen. Das haben wir mit diesem Ort auch gemacht und auch schon mit einigen anderen Orten hier in der Gegend. Und dann können in Zukunft auch andere Camper mal hierher kommen. Nicht schnüffeln an den Socken. Nicht den Socken essen. Genau, Mama Kuh weiß Bescheid. Hallo, hallo. Es sind jetzt einige Tage später. Wir gehen jetzt mal spazieren und schauen, wie so der Schnee auf den Bergen aussieht. Na, die letzten Tage hat es nämlich nur geregnet, sprich weiter oben voraussichtlich geschneit. Wir laufen jetzt eine unserer Spazierrunden hier um unseren Campingplatz drumherum. Geht erstmal ganz schön steil bergauf zu dem Dorf auf diesem Hügel. Okay, wir haben es hoch ins Dorf geschafft. Boah, man merkt das echt krass Ja. mit der Höhe. Und es hat die letzten Tage ja richtig doll geregnet und dann war es auch ziemlich kalt. Und jetzt ist wieder hier toller Sonnenschein, schon sehr viel wärmer. Wir konnten jetzt auch ohne Wollsocken und extra Pulli schlafen letzte Nacht. Also das Wetter geht wieder aufwärts. Und hier blühen jetzt überall die Äpfelbäume. Wir wussten die ganze Zeit immer nicht, was diese Bäume sind und jetzt blühen sie. Und da unten ist auch Kohl angepflanzt und ich kann euch wirklich die App Picture This empfehlen, weil da kann man einfach ein Foto von den Pflanzen und Blüten machen und dann lädt die halt im Internet runter, was das ist und dann lernen so Leute wie wir, die halt nicht damit aufgewachsen sind, irgendwas anzupflanzen, was das ist. Ja, wir haben ja da unten geparkt und das Dorf, wo es so ein paar kleine Geschäfte gibt und das Momo-Restaurant, wo wir immer essen gehen, das ist halt da vorne, diese eine Straße. Und dann die größere Stadt Keelong, das dann, wenn man über die Brücke fährt und das Tal immer weiter, so 7 Kilometer, da ist dann die etwas größere Stadt, wo es noch mehr Geschäfte gibt.
Und weil wir ja unseren Platz, wo wir hier campen, bei iOverlander eingetragen haben, kommen lustigerweise jetzt ständig andere Camper dahin, um dann dort auch zu parken, weil die das halt dann in der App sehen. Und da waren auch 2 aus der Schweiz, von denen der Papa lustigerweise auch unsere Videos schaut. Also Grüezi in die Schweiz. Und die wollten nämlich auch nach Lee und sind dann schon mal dahin gefahren, weil die haben nicht so viel Zeit, weil die halt ein Sabbatjahr machen und das Jahr ist bald rum, deswegen müssen die jetzt bald zurück. Das heißt, die konnten nicht so lange warten. Die haben es halt versucht, aber also sie haben es bis auf 5000 Meter geschafft und der Pass geht ja ein bisschen über 5000 Meter. Und da war aber dann noch übelst Schnee und ganz viele LKW, weil die ganzen LKW haben natürlich jetzt auch gewartet, bis die Straße aufmacht, dass die dann darüber fahren können nach Lee. Und das heißt, es hat sich da oben mega gestaut, weil es sind auch ganz viele LKW aus Lee dann zurückgekommen. Und weil da oben halt so viel Schnee liegt, ist halt nur eine Spur frei. Und das heißt, es war einfach mega Stau, weil ne, mit einer Spur und Verkehr in beide Richtungen geht halt nicht. Das heißt, ja, die sind da gar nicht vorbeigekommen und es war wohl auch richtig krass. Dann haben die Leute so per Hand irgendwelche Autos zur Seite gedrückt, dass der LKW vorbei kann. Mega die Schrammen an der Seite, also es klang richtig schlimm. Und dann sind die irgendwann umgedreht, dann war auch noch Schneesturm und so. Ja, also die sind ganz kaputt zurückgekommen. Deswegen waren wir ganz froh, dass wir das noch nicht gemacht haben, weil hier hat es halt voll doll geregnet und gewittert. Und wenn es hier auf 3000 Meter regnet, dann schneit es halt auf 5000 Meter. Und hier ist das auch nicht so, dass, wenn ein bisschen Schnee auf der Straße ist, dass die dann fahren. Nee, man wartet halt, bis der ganze Schnee geschmolzen ist. Weil also die LKW, mit denen die da rumfahren, das sind jetzt auch nicht so die besten oder neuesten LKW. Deswegen warten die halt immer, bis die Straße freigeschmolzen ist. Aber halt auf 5000 Meter liegt noch ganz viel Schnee. Das können wir jetzt mal an diesem Berg da sehen. Das da ist unser Lieblingsberg, weil er sieht halt so richtig aus wie so ein Berg, wenn man einen Berg malen würde, ne, mit so einer Spitze und so. Und da sieht man ganz gut, bis wo jetzt noch der Schnee liegt. Und wenn es hier regnet und schneit, dann liegt da immer noch ein bisschen Neuschnee und jetzt ist das wieder geschmolzen. Also wir sind ja hier auf ungefähr 3000 Meter und der Berg ist so 5.500 Meter hoch. Ich konnte das auf der Karte nicht ganz genau erkennen. Aber da kann man ja so abschätzen, dass so ab 4.500 Meter ungefähr noch Schnee liegt. Aber hoffentlich ist die Straße dann frei genug und nicht zu viel Verkehr, weil da waren echt so hunderte LKW, haben die erzählt. Das war richtig krass. Und an sich haben wir ja gar keinen Stress und fanden es jetzt ganz gut, uns nach Indien und Nepal mal ein bisschen wirklich erholen zu können. Aber unser Indien-Visum gilt inzwischen nur noch 6 Wochen. Das heißt, so langsam müssen wir dann doch los, damit wir da noch echt viel Zeit in Leh nutzen können. So, zurück am Van. Und wir haben euch ja schon oft erzählt, dass in Indien immer sehr viel Müll rumliegt und haben euch das gezeigt. Aber was wir euch noch nicht gezeigt haben, ist, was wir eigentlich mit unserem Müll machen. Also die Ausgangssituation ist, es gibt keine Müllabfuhr und es gibt auch keine Mülleimer. Aber was macht man denn jetzt mit seinem Müll? Da gibt es verschiedene Optionen. Option 1, der Müll bleibt dort, wo er entsteht. Wenn ich jetzt hier eine Packung Chips gegessen habe, dann schmeiße ich die einfach auf den Boden. Option 1. Option 2, wenn ich jetzt hier meinen leckeren Mango-Drink getrunken habe, dann schmeiße ich die Flasche einfach einen Hang runter. Oder Option 3, man schmeißt es einfach in den Fluss. Die meisten Flüsse hier, die fließen dann alle irgendwann in den Ganges, durch Indien, durch Bangladesch und dann in den Ozean. Also wenn man es in den Fluss schmeißt, dann ist es ja weg, also kein Problem. Oder Option 4, man verbrennt den Müll. Und wenn man dann doch mal eine Mülltonne sieht, bei einem Restaurant, Hotel oder bei einem Tempel haben wir das mal gesehen, dann geht es halt auch mit Option 1, 2, 3 oder 4 weiter. Also bei dem Tempel war es so, da gab es ganz viele Mülltonnen, damit es dort halt sauber bleibt. Aber dann am Abend, also wir haben da halt übernachtet auf dem Parkplatz, kamen dann Leute und haben diese ganzen Mülltonnen dann einfach 20 Meter weiter auf so einen riesen Haufen ins Gebüsch geworfen. Oder da war so eine kleine Grube und dann kamen die Wildschweine, dann kamen die Hunde und so weiter. Also ist meiner Meinung nach die beste Option, den Müll einfach zu verbrennen, weil dann ist er weg, dann hat man selber in der Kontrolle und dann landet es halt nicht irgendwo in der Natur. Das Gute ist, dass man in Indien eigentlich ziemlich wenig Müll hat. Also von uns beiden, diese kleine Tonne, das ist der ganze Müll von etwa 2 Wochen. Und wenn man in Deutschland lebt, oder als wir in Deutschland gelebt haben oder allgemein in der westlichen Welt, da hat man ja sehr viel mehr Müll. Weil einfach das ganze Gemüse und das ganze Obst hier ist alles unverpackt. Also man kann
eigentlich immer nur loses Obst und Gemüse kaufen. Im anderen Geschäft haben wir euch ja auch gezeigt, ne? Die Nudeln sind lose, Reis ist lose, Zucker, Mehl, Linsen, alles. Also man hat echt nur so ein paar Kleinigkeiten. Hier hatten wir mal so eine Soße, unsere Sojasauce, und zwischendurch wollen wir halt auch mal eine Packung Kekse essen. Das ist einfach so. Backpulver, Teeverpackung, also ein bisschen Dinge, die verpackt sind, haben wir natürlich auch. Die Verpackung von unserem Bratöl. Also halt so ein paar Dinge, irgendwas was in Dosen ist natürlich, das gibt es aber eigentlich hier sehr wenig. Oder wenn wir mal eine Tomatensauce kaufen und so, das bleibt dann halt natürlich übrig. Und weil wir dieses tolle Gerät haben, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das auch benutzt und kennt. Das heißt, wir haben eigentlich auch so gut wie gar keinen Klopapiermüll, weil wir einfach kaum noch Klopapier benutzen, weil wir das hier haben. Ich glaube, wir hatten echt, bis als wir in Nepal waren, immer noch Toilettenpapier aus dem Iran. Und wir haben echt nur eine Packung gekauft. Also das hält bei uns mehrere Monate lang. Und ich mache mal erstmal so ein richtiges, gutes Feuer, weil sonst ist hier oft bei diesen Müllhalden oder wo immer so ein bisschen Müll gesammelt wird, dann wird das einfach angezündet, dieser ganze Müllhaufen. Und dann kohlt das so vor sich hin und qualmt halt übelst. Und das ist irgendwie nicht so geil. Deswegen mache ich ein richtiges Feuer und dann brennt das alles einfach schnell weg. Und noch eine interessante Sache, warum in Indien auch ziemlich viel Müll rumliegt. Das oft sind das halt so super kleine Packungen. Also das ist jetzt hier eine 70 Gramm Kekspackung. Und die meisten Leute können sich halt einfach nicht eine große Packung kaufen oder die Chips. Und deswegen kaufen Leute halt immer eine kleine Packung. Ich meine, das kostet jetzt 10 Rupees, also ungefähr 10, 15 Cent. Eine Packung Chips kostet 20, 25 Cent. Und das kann man sich halt mal eher leisten als irgendwie eine größere Packung. Aber das Volumen des Mülls ist dann ja viel größer, wenn man immer ganz viele kleine Packungen hat, als mal irgendwie eine große. Oh, jetzt geht's hier los. So. Tja, geil ist es nicht, aber was sollen wir machen, ne? No, Zahnpasta-Verpackung. So, zum Abschluss sind wir jetzt hier nochmal in unserem Lieblingsrestaurant essen gegangen, so wie man das so im Urlaub macht. Wir haben nochmal hier eine Portion Momos und so Asianudeln. Wie heißen die? Choy Mai, Choy Meng, die werden immer anders geschrieben, deswegen wissen wir es nicht 100%. Und das ist ganz lustig, die schmecken halt original, wie wenn ihr zum Chinesen am Bahnhof oder so geht und euch so eine Gemüse-Nudelbox bestellt. Wir mussten allerdings sagen, nicht zu scharf bitte, weil sonst können wir das nicht essen. Mit unseren ungeübten Gaumen. So, das war ja richtig lecker. Jetzt sind wir auch ganz schön voll. Wir wollten aber die Gelegenheit noch mal nutzen, um uns ausdrücklich bei allen von euch zu bedanken, die uns durch Kokosnüsse, Kaffee ausgeben, Dieselkasse und so weiter unterstützt haben. Oder in dem Fall Momos. Genau, das macht es nämlich möglich, dass unsere Plattform werbefrei bleibt und wir diese Reise und den Kanal fortführen können. Wir arbeiten auch an einer Website, wo ihr quasi Mitglied werden könnt und uns dann regelmäßig unterstützen könnt. Und dort wollen wir dann auch so ein bisschen Bonus-Content anbieten. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne noch so hättet. Irgendwie mehr Fotos oder Behind the Scenes, was auch immer. Genau, seid da gerne kreativ. Vielen Dank und Namaste, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. In der nächsten Folge geht es dann endlich los. Wir starten mit der krassesten Autofahrt unseres Lebens. Einmal quer durch das Himalaya-Gebirge auf über 5000 Meter Höhe und vielen, vielen Schwierigkeiten. Push, push, push! Das und mehr aber nächste Woche. Bis dahin euch eine Happy Journey.